Ein ganz herzliches Wir spulen nochmal zurück, können wir nochmal Ein ganz herzliches Willkommen zum zweiten Camp-Magazin. Ein ganz fulminantes Moin, schön, dass ihr da seid. Cornelius, Hier wieder eingeschaltet. Wie war die Nacht im Zelt? Die war sehr bequem, muss ich tatsächlich sagen. Utopisch, hätte ich fast gesagt. Aber es ist genauso gemütlich, wie es aussieht. Gibst du bist gestern Abend noch zurückgeradelt und doch ins heimische Bett geschlüpft? Kein Kommentar. Wir kriegen ja schon jeden Tag so ein bisschen Einblicke, was bei euch in den Regionalcamps stattfindet. Jetzt wollen wir euch noch mal ein bisschen mitnehmen hier durchs Studio, damit ihr mal so seht, was hier so unser Wandlungsraum ist. Dafür laufen wir einfach mal ein bisschen hier längs. Die Campsite kennt ihr ja schon. Hier unser Zoom-Liegestuhl, Cornelius kleiner Zoom-Stuhl, unser Campgedeck, kann man sagen. Und dann können wir auch schon direkt rüberschwenken in die Frame Stage. Das ist so ein bisschen der interne Name für diese Bühne. Das ist ja eher so Meier Goeppels und Richard David Prechts Spielwiese, ja, wo sie spannende Gäste aus Politik und Zeitgeschichte begrüßen. Frame Stage hat tatsächlich einen Grund. Man sieht es, die Bilderrahmen. Da gibt es unterschiedliche Interpretationsweisen für. Nein, wir haben uns da tatsächlich was bei gedacht. Zum einen steht es so ein bisschen für die ungeschriebenen Utopien, die noch gezeichnet werden. Also der weiße Hintergrund, es ist noch nicht da, die Lösung. Und es wird auch vielleicht nie diese eine Lösung geben. Dann kann man da natürlich auch offene Gelegenheitsfenster drin sehen, die dazu einladen, jetzt den utopischen Schwung auszunutzen und in eine andere Welt durchzustarten. Eigentlich rahmt diese Bühne vielleicht auch so ein bisschen das gesamte Programm der Konferenz inhaltlich. Hinter der Kamera begleiten mich übrigens gerade Kerstin, Karl, Fee und Sarah. Die sieht man nicht, weil sie hinter der Kamera sind. Aber wen man sieht, ist Cornelius. Der zeigt uns jetzt. Ich bin auch mit dabei. Genau, hier sind natürlich ganz viele Leute daran beteiligt, die in den letzten Wochen aktiv waren, die das Ganze konzipiert haben, die Kabel verlegt haben, mit denen man wahrscheinlich locker 4-mal um die Erde gehen könnte. Und ich zeige euch jetzt aber nochmal, wie es hier hinter den Kulissen aussieht, mit den Personen, die gerade da sind. So, Sicherheit. Wunderbar. Und dann fangen wir hier vorne gleich mal an. Dort seht ihr nämlich gleich die wunderbare Karin. Und, wer ist noch dabei? Der Arne. Moin. Hi, schön, dass ihr da seid. Karin und Arne, die sind dafür da, dass unsere Zoom-Gäste gut ankommen. Dass die sich hier in unserer digitalen Lobby zu Hause fühlen, dass alles passt. Und die beiden geben dann nämlich alles weiter an unseren Streaming-Operator Jakob. Und Jakob, wenn ihr das mal seht, ich weiß nicht, wie viele Bildschirme du hier allein schon hast. Ich habe vorhin 30 gezählt. Vielleicht seht ihr hier noch ein paar mehr Bildschirme. Aber allein Jakob hat 30. Schön, Jakob, dass du da bist. So, wir gehen noch ein Stück weiter. Hier ist nämlich unser Jan, Regie- und Bildmischung. Darf ich auch mal irgendwas machen? Oh, sorry. Tut mir leid, ich weiß einfach nicht. Sorry. Schön, dass du da bist. Danke dir. Lukas, hi Lukas, auch du bist da. Lukas macht unsere Redaktion. Das heißt, dank ihr wisst ihr, wer da mit uns auf der Bühne sitzt und seht immer das richtige Feld. Schön, Lukas. Und wenn wir einmal weitergehen, dann sind wir die Menschen, die für meine Stimme verantwortlich sind, beziehungsweise im gewissen Maße, nämlich Mike, Leo und Jules. Schön, dass ihr da seid. Und Leo, der ist tatsächlich noch mal ein bisschen mehr eingesetzt, weil der macht auch Licht. Also macht ihr ganz hervorragend. Schön, dass ihr da seid. So, dann gibt es aber noch Leute, die ihr jetzt hier an meiner Seite sieht, beziehungsweise Sarah, die hat eben die Kamera gemacht, die macht aber auch die Maske. Und da haben wir hier unsere Aufnahmeleitung, Luisa. Hallo, darf ich dir mal so ein bisschen rüberdrehen? Schön, dass du da bist. Luisa hat also alles im Blick, weiß die Kameraposition und gibt das weiter. Unser CVD Jana. Schnittstelle zwischen Studioteam, Programm. Wenn irgendwas im Sendeplan steht, dann kommt es wahrscheinlich mit von Jana. Und für unsere Sicherheit hier sorgt Greta. Greta ist unsere Hygienebeauftragte. Das heißt, dank ihr können wir in dieser Special-Situation gerade hier alles sicher durchgehen. So, und dann sind wir auch schon wieder angekommen. Hier vorne. Und an dieser Stelle übergebe ich wieder an Johanna. Und Johanna, mit wem bist du da? Ja, danke Cornelius. Ich freue mich, hier jetzt mit Detlef Groß zu sitzen. Sehr schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, Detlef. Du bist Bratschist und Mitbegründer des Orchesters des Wandels. Ja, genau. Vielleicht kannst du mal kurz erläutern, was ist das? Bratschist oder Orchester des Wandels? Also Orchester des Wandels, ja. Wenn man das versucht kurz zu sagen, Orchester des Wandels ist ein Verein von Mitgliedern von inzwischen ungefähr 25 Orchestern in Deutschland. Und wir haben uns vor etwas über einem Jahr gegründet. Ursprünglich war das eine Initiative aus der Staatskapelle Berlin. Und wir haben uns zusammengesetzt und gefragt, was ist eigentlich die Verantwortung, was sind die Möglichkeiten und was sind die Aufgabe und die Rolle von diesen
Orchestern in der Transformation, die ja jetzt zwangsläufig auf uns zukommt. Welche Rolle spielen wir da? Und die Frage ist, was ist eigentlich bei uns anders als bei anderen, zum Beispiel bei einer Schule oder bei einer Firma? Und wir haben ja einen ganz großen Unterschied zu anderen Institutionen, ist unsere Sichtbarkeit. Also wir haben jetzt zum Beispiel, ich arbeite am Nationaltheater in Mannheim, wir verkaufen 350.000 Tickets in einer normalen Spielzeit ohne Corona. Das heißt, wir erreichen sehr, sehr viele Leute und daraus ergibt sich natürlich auch eine gewisse Verantwortung oder eine Verantwortung, die man wahrnehmen kann und ich finde auch muss. Und da haben wir uns eben die Frage gestellt, was sind die Dinge, die wir tun können? Und was kann man tun? Wir haben uns das irgendwie überlegt und letztendlich sind wir sozusagen auf 4 Handlungsfelder, wir nennen das unsere 4 Säulen unserer Tätigkeit gekommen. Und das erste ist, dass wir das Thema Klimaschutz, Ressourcenschutz, Biodiversität, eben diese ganze Sache mit der Nachhaltigkeit in unseren Kulturauftrag nehmen. Das heißt, dass wir uns in unseren Konzertformaten, in unseren Performanceformaten und so weiter damit beschäftigen und das Publikum damit konfrontieren, was bedeutet das eigentlich Nachhaltigkeit. Ich mache mal ein schönes kleines Beispiel, was wir jetzt eigentlich in der Musikschule in Mannheim mit dem Musikschulorchester gemacht haben, aber das war sehr, sehr plastisch und sehr ergreifend. Und zwar haben wir also die berühmte Morgenstimmung aus der Peer Gynt Suite von Edvard Grieg, die also jeder kennt, sogar glaube ich aus der Werbung, haben wir gespielt und dazu einen Film gezeigt. Und jetzt denkt natürlich jeder, ja, da haben wir eine Sonnenblumenwiese im Morgentau beim Sonnenaufgang gezeigt. Was wir gezeigt haben, war ein Braunkohletagebau. Und dieser Kontrast von der zerstörten Natur mit diesen wunderschönen Naturbeschreibungen in der Musik hat einfach einen irren Effekt gehabt aufs Publikum. Und das weckt einen Sinn für die Schönheit der Natur, es weckt eine Sehnsucht nach der Erhaltung, nach der Heilung. Also das heißt, solche Formate und viele andere zu machen, ist eine große Säule. Dann ist es ja immer so, also einer meiner Lieblingssätze, die ich in den letzten Jahren gehört habe, war: Tue Gutes und rede darüber, aber bitte auch in dieser Reihenfolge. So, das heißt, wir gucken natürlich auch, was können wir tun für die Betriebsökologie von Orchestern. Das heißt, wie können wir unseren Carbon Footprint reduzieren und haben da sehr viele Theater haben da schon Pionierarbeit gemacht und wir versuchen einfach eine Plattform zu sein, wo dieses alles Wissen gesammelt wird. Wie kann ich mir das vorstellen? Also sowas wie Naturhölzer, Lokale, die verwendet werden für den Instrumentbau oder was? Ja, Instrumentenbau ist ja eine sehr langfristige Sache. Ich denke eher so einfach so an ganz konkrete ökologische Sachen, wie zum Beispiel, habt ihr eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, wie heizt ihr? Können wir vielleicht gucken, also wenn man so eine Bilanz von so einem Theater macht, ist zum Beispiel auch super spannend, dass Publikumsmobilität da bis zu 30% von dem Carbon Footprint ausmacht. Also das heißt, anstatt über die Pappbecher in der Kantine zu diskutieren, macht man lieber eine Aktion fürs Publikum, dass sie mehr öffentliche Verkehrsmittel und Fahrräder benutzen. Also das heißt, es gehört da auch sehr viel ganz faktenbasiertes Wissen dazu, dass man einfach ganz genau hinschaut, was ist eigentlich tatsächlich der Abdruck, dass man nicht in so eine Ideologie verfällt, sondern wirklich guckt, wo sind wesentlich sichtbare und wesentlich machbare Maßnahmen. Dann haben wir als Orchester des Wandels ein großes Umweltprojekt, eine Wiederaufforstung von 700 Hektar Regenwald in Madagaskar, in einem richtig gut gemachten Entwicklungsprojekt, auch mit der Bevölkerung vor Ort. Das ist auch einer von wichtigen Säulen. Und zuletzt ist halt vor allem die Vernetzung untereinander das ganz große Thema. Das heißt, dass wir uns mit allen Musikern in Deutschland versuchen, mit der Zeit zu vernetzen, um dieses Wissen, was ja überall schon vorhanden ist, konkretes Handlungswissen, wie kann man das machen? Kleines Beispiel, ich habe herausgefunden, dass wir am Theater 110 private Kühlschränke laufen haben. Die brauchen ungefähr so viel Strom wie 4 oder 5-köpfige Familien. Und dass man da mal guckt, wie kann man da ran, ohne die gleich direkt wegzunehmen. Also solches Wissen zu teilen, aber auch zum Beispiel, wo kriegt man Fördermittel her für eine Photovoltaikanlage oder sowas. Ja. Also diese Vernetzung ist ein ganz großes Thema auch. Und greift ihr auch so quasi Naturmotive in eurer Musik selber auf oder irgendwie Klima, weiß ich nicht, es gibt ja so auch Vertonung von Aerosolen, nein, aber solche Späße, so spielt das auch eine Rolle in eurer Arbeit? Also wir sind ja noch am Anfang und leider auch durch Corona ziemlich ausgebremst in unseren Aktivitäten gewesen, aber ja, auf jeden Fall. Erstmal ist natürlich von dem Beginn der Musik an die ganze Musik voll von Naturbeschreibungen, die man wunderbar eben in Kontrast setzen kann oder unterstützen kann durch interaktiv, zum Beispiel mit Film oder mit irgendwelchen Texten. Aber es gibt auch schon natürlich Ideen für Auftragskompositionen zu dem Thema. Da sind einige Sachen in der Pipeline. Im Moment konnte da noch nicht viel von realisiert werden, weil halt überhaupt viel noch nicht realisiert ist, leider.
Du arbeitest jetzt ja hier in dem Hashtag utopisch entfalten. Vielleicht können wir mal so einen kleinen Einblick bekommen in ja, so deine Utopie, in deine Zukunftsmusik, wie man ja wirklich so ein bisschen wahrscheinlich sagen kann. Welche Rolle spielt Musik für dich in einer nächsten Gesellschaft? Also, wenn ich es mir wünschen darf, die Utopie formulieren darf, dann spielt die eine ganz große Rolle, weil wir haben ja letztendlich das Problem, oder ich sehe das Problem so, dass viele Leute irgendwie den Lebenssinn fehlt, das kompensieren durch Konsum und Überkonsum. Und Musik schafft Sinn, Musik schafft Glück jenseits von Konsum. Und deswegen, Musik schafft auch Verbindung und Begegnung. Und ich wünsche mir tatsächlich in meiner utopischen Vorstellung, hoffentlich nicht zu utopischen Vorstellung, eine Gesellschaft, in der Musik eine ganz zentrale Rolle spielt und eben Live-Musik, die von Menschen für Menschen gemacht wird, wo diese Verbindung von Mensch zu Mensch einfach Sinn stiftet und deswegen der Ruf nach Füllen von diesen Leerräumen durch irgendwelchen Konsum einfach immer leiser wird. Super, vielen Dank. Schön, dass du da warst. Ich wünsche dir noch eine schöne Zeit hier im Basiscamp. Wir wollen jetzt noch mal reinschauen, was Cornelius heute so gemacht hat. Der hat nämlich wirklich mal einen Blick ins Basiscamp geworfen. Auf geht's. So, der Kaffee war ein bisschen stark, aber das ist vielleicht heute auch gar nicht so schlecht, denn wir müssen wach sein. Auftakt Utopie-Konferenz und ich nehme euch heute mal mit ins Basiscamp. Was ist es denn eigentlich, was den Wohlstandsbegriff auch vielleicht nicht so weit ersetzen können? Wir wollen nicht rumstehen und dann erzeugt auch nicht mehr Kopf helfen, sondern wir wollen leben und das ist dynamisch. Knapp 60 ImpulsgeberInnen aus der zivilgesellschaftlichen Praxis, Kunst und Wissenschaft sind jetzt hier im Basiscamp zusammengekommen und werden gleich mit Maja Göbel und Richard W. Brecht in die Workshops starten. Psst, Utopie-Studio geht los. Die Frage ist es wirklich nur der Kapitalismus oder hat das eben auch eine Menge mit dem zu tun, wie die Menschheit sich auf diesem Planeten ausbreitet? Die schaffen wir in Ländern, in denen die Menschen die Segnung des Kapitalismus in großer Zahl und sehr gerne konsumieren. Die bringen wir da die Menschen dazu, in einer Mehrheit sogar dafür zu plädieren, ein anderes System als den Kapitalismus zu versuchen. Hinter mir wird jetzt eifrig gebrainstormt und das zu verschiedenen Hashtags. Hier zum Beispiel utopisch verständigen, utopisch wachsen oder auch utopisch arbeiten. Und während in den Workshops jetzt gerade die Utopien beginnen zu wachsen, bin ich ins Studio geruscht. Denn hier gab es gerade den Crew Call, das heißt die letzten Sendepläne für heute Abend wurden besprochen. Cornelius, was machst du da? Nichts, alles gut. Cornelius? So, das war der erste Tag hier im Basiscamp. Ich muss jetzt leider ins Studio in die Maske. Wir sehen uns gleich live. Dann lasst uns jetzt noch mal schauen, was eigentlich in den Regionalcamps heute so passiert ist. Ich bin jetzt mit einer Truppe von Utopistinnen verabredet, die sich mit der Frage nach der Zukunftsfähigkeit der Landwirtschaft beschäftigen. Und dafür geht es nach Rheinland-Pfalz auf das Weingut WOW, W-O-W, in Bissenheim. Hallo. Ja, hallo, ich hoffe, ihr versteht uns gut. Hallo. Ja, hallo. Ja, hallo. Wunderbar, das funktioniert hervorragend. Ja, also das Weingut genau heißt Weingut WOW, befindet sich in Bissersheim und wir haben die letzten 1,5 Jahre schon als Weingut eine Lösung versucht zu skizzieren, um eben den ganzen Strukturwandel in der Landwirtschaft eine Alternative zu bieten. Das heißt, zwischen großen Agrarkonzernen und dem Familienbetrieb, dass es irgendwas dazwischen geben muss. Und wir haben eben einen landwirtschaftlichen Betrieb als Genossenschaft gegründet, in dem das Weingut eingebracht wird.
Und die Besonderheit ist eben, dass es ein Purpose-Unternehmen ist, das heißt ein sinnorientiertes Unternehmen, das sich der Nachhaltigkeit, also seinen ökologischen und sozialen Zielen verpflichtet. Und in dem Unternehmen kann es als Purpose-Unternehmen keine Gewinnausschüttung geben. Das heißt, ja, diese ganzen Spannungen zwischen vernünftigen Lohn für die Mitarbeiter, soziale, ökologische Fragen, die eben geklärt werden müssen, die sonst immer im Konflikt mit auch Kapitalstrukturen stehen und mit Geldgebern, die wollen wir so ein bisschen aushebeln. Und da haben wir den ganzen Tag jetzt ja, unseren Gedanken und Ideen diesem Thema gewidmet, um dann noch ein bisschen dran zu feilen und eben in neue Richtungen zu denken. Ja, da können wir doch direkt mal weitermachen. Was sind so ein bisschen so neue Richtungen? Was habt ihr heute schon geschafft? Worüber habt ihr gesprochen? Was waren prägnante Gedanken? Also wir haben vor allem darüber gesprochen, einmal über die Sinnhaftigkeit, braucht es überhaupt dieses Unternehmen, auch ein landwirtschaftliches Unternehmen, das sinnorientiert arbeitet. Was ist eigentlich, also was braucht eigentlich ein Arbeitnehmer für ein Unternehmen, für das er gerne arbeitet? Also wir haben so ein bisschen vor allem uns darum gekümmert, was uns alle selbst motiviert in einem Unternehmen, was es also ausmachen müsste, was die Mitarbeiterstrukturen sind. Ja, eben genau diese Frage, ob wir so Unternehmen brauchen. Da sind wir uns, denke ich, einig, dass wir das brauchen. Woran es noch so ein bisschen hapert vielleicht an der Idee ist eben, wir sind halt im landwirtschaftlichen Sektor auch bei sehr einfachen Tätigkeiten, die eben sehr gleich seit vielen Jahren funktionieren, von Saisonarbeitskräften erledigt werden. Und da ist halt die Frage, wie man diese Unternehmen anders aufbauen kann, dass man eben auch, ich sage mal, normale Menschen wieder motivieren kann, in der Landwirtschaft tätig zu sein und eben auch genug Wertschöpfung eben auch zu erzeugen, dass jeder normale Mensch auch so einen Beruf gerne annehmen kann. Ist eigentlich euer Zeithüter oder eure Zeithüterin dabei? Wir haben noch so knapp 2 Minuten, vielleicht könnt ihr ein Zeichen geben. Nein, Spaß. Mich würde noch mal interessieren, Rheinland-Pfalz, genau, ist ja nun so das Weinanbaugebiet Deutschlands. Habt ihr so ein bisschen so Verknüpfungen, Allianzen mit anderen Initiativen, mit anderen Projekten, wo ihr sagt, boah, die machen irgendwie ähnliche Dinge wie wir, die denken auch in die Zukunft, die beschäftigen sich vielleicht auch mit utopischen Ideen? Also es gibt natürlich Parallelen, zum Beispiel zur Biobodengenossenschaften. Wir machen das ähnlich. Wir sagen, der Verbraucher zeichnet Anteile, stellt dem Landwirt das Kapital zur Verfügung und der Landwirt ist eben nur treuhänderisch auf diesem Land tätig. Dafür enteigne ich mich auch selbst in dem Weingut. Und ich bin natürlich im Austausch mit vielen Kollegen, die in der Betriebsübernahme stehen, in der Betriebsübergabe mit der älteren Generation und tausche mich seit langer Zeit mit denen aus, um eben genau so einen neuen Weg auch vorzuleben und zu skizzieren, der jedem Betrieb andere Möglichkeiten gibt in der Betriebsnachfolge. Super, vielen Dank für diese Einblicke. Was steht bei euch jetzt heute Abend noch an? Also wir werden noch ein bisschen an unseren Ideen und Gedanken feilen und werden auf jeden Fall bei einem Lagerfeuer auch noch eine schöne Weinprobe heute Abend genießen und damit den Tag abschließen. Herrlich. Schade, dass wir uns da nicht rüberbeamen könnten. Das wäre nett. Mit diesen Worten schicke ich euch jetzt in den wohlverdienten Lagerfeuer-Feierabend. Und Cornelius, du bist auch verabredet mit deinem Camp. Ja, hoffentlich bin ich auch verabredet zur Weinprobe. Aber wir schalten jetzt mal, oder wir reisen nach Hamburg, und zwar ins Gesangsstudio Alexander Grimm. Moin, hallo. Seid ihr da? Bin da. Wunderbar. Hi, schön, dass ihr da seid. Wie war denn euer erster Tag? Aufregend, spannend, sehr erfüllend. Muss ich sagen, wir waren alle sehr neugierig heute Morgen, wie der Tag so läuft, und es fühlt sich saugut an. Und vor allem das Gefühl auch, muss ich sagen, halt, dass 500-600 Leute in ganz Deutschland darüber hinaus halt sich heute und morgen Gedanken zu utopischen Themen machen, ist super. Da hast du recht und schön, dass ihr dabei seid. Was habt ihr denn heute konkret gemacht oder wozu arbeitet ihr denn gerade? Die Fragestellung, die wir haben, ist halt, wie kommen wir aus dem Denken und Reden ins Handeln? Und ganz interessant heute Morgen auch bei der Kennenlernrunde, das ist halt so ein Grundbedürfnis, was uns jetzt heute zusammengewürfelt hat, uns 6 zu überlegen halt, wie kommen wir wirklich ins Handeln? So mein Impuls damals war das Buch von Maya Göppel, Die Welt neu denken. Und als ich das fertig gelesen hatte, dachte ich, wow, das ist cool, aber jetzt. So. Und dieses aber jetzt, was machen wir, das ist das Thema. Und das hat sich durch den Tag gezogen. Und habt ihr da schon erste Erkenntnisse? Könnt ihr uns schon verraten, wie es geht, wie man ins Handeln kommt? Ja, zum Teil schon. Also
als Utopie, was wir definiert haben, ist, alle Menschen handeln und arbeiten an einem gemeinsamen Ziel. Das ist unsere Utopie, anhand der erneuerbaren Energien zu sagen, okay, wir können irgendwann komplett auf fossile Energien verzichten. So, das treibt uns halt durch den Tag, und ein Impuls von einem Camp-Mitglied ist ganz wichtig heute auch gewesen. Der wird im September bei einer Firma anfangen mit ungefähr 60.000 Mitarbeitern, und die Firma gibt jedem Mitarbeiter 5 Tage im Jahr Zeit, um für ein gutes Thema zu arbeiten, für einen guten Zweck zu arbeiten, für ein soziales Thema zu arbeiten. Und dann haben wir mal hochgerechnet, haben gesagt, okay, das sind ungefähr 300.000 Tage im Jahr, 2,8 Millionen Stunden. Und dann haben wir uns überlegt, was kann man damit machen? Also würde zum Beispiel die Firma an dem Thema erneuerbare Energien arbeiten. Mit den vielen Stunden kann man wirklich was erreichen. Und das war so der Impuls zu sagen, was braucht es eigentlich, damit halt die Menschen, damit wir unsere Utopie erreichen, dass wirklich alle Menschen an dem Thema arbeiten. Und das braucht zum Beispiel Unternehmen wie dieses Unternehmen, die einfach die Initiative ergreifen und sagen, wir geben euch die Zeit, das zu machen. Das klingt nach einem sehr visionären Konzept, sehr, sehr spannend. Ja. Ihr habt eben schon gesagt, ihr habt euch erneuerbare Energien noch mal so herausgepickt. Wieso fokussiert ihr euch darauf? Grundsätzlich, um ein Kernthema zu haben, damit wir uns nicht verlieren. Und erneuerbare Energien ist unserer Meinung nach das Schlüsselthema überhaupt. Also wenn wir die Klimakrise in den Griff kriegen wollen, müssen wir über das Thema erneuerbare Energien nachdenken, sprich den Ausstieg aus fossilen Energien. Da habt ihr recht. Wie geht es denn morgen bei euch weiter? Naja, wir hangeln uns ja, sage ich mal, mit dem Kartenset von Set zu Set, was übrigens super ist. Also das hat uns sehr geholfen. Wunderbar. Hat uns auch erstaunt, muss ich sagen, auch von den Fragen. Das ist total klug gemacht. Und wir gucken, ehrlich gesagt, was uns morgen in den Kartensets erwartet. Heute war das schon mal super. Da wird sicherlich wieder was Besonderes auf euch warten. Wie versucht ihr das, was ihr jetzt in den 2 Tagen alles erarbeitet, nochmal auf eine längere Zeit herauszuarbeiten? Also wie könnt ihr... Oder was macht ihr, um sicherzustellen, dass es nicht bei diesen beiden Tagen bleibt, sondern dass das, was ihr jetzt neues Erkenntnisse gewonnen habt, noch weiter in die nächsten Wochen, Monate, Jahre weiterwirkt? Ich sag mal, diese Erkenntnis, die ich vorhin gesagt hatte, dass es dann Unternehmen gibt, die so handeln, eben den Mitarbeitern Tage zur Verfügung zu stellen, ist für mich so ein Kern zu sagen, daran können wir weiterarbeiten. Also wie kriegt man zum Beispiel Unternehmen dazu, dass sie das halt eben machen? Also ich sage mal, wenn Otto in Hamburg ein Mitarbeiter das macht, dann wird Unilever aus Hamburg auch gucken und sagen, wow, Otto macht das, dann machen wir das auch. Also das ist für mich im Speziellen konkret, aber wir haben uns auch schon andere konkrete Gedanken gemacht, wie wir eigentlich das ausformulieren und vor allen Dingen, wie kriegen wir die Menschen überzeugt, da mitzumachen, also Teil eines Großen zu sein. Ihr seid da auf einem sehr guten Weg. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute bei uns euch zugeschaltet habt, dass ihr da wart. Und einen wunderbaren Tag euch morgen noch. Und vielen Dank, dass wir die Möglichkeit haben zu so einer Konferenz. Ja, danke euch. Nur dank euch können wir das hier ja auch zum Großteil machen. Macht's gut. Tschüss, Hamburg. Und wir reisen von Hamburg, nehmen vielleicht den Zug und fahren wieder zurück zum Campus nach Lüneburg. Hier haben wir nämlich ein kleines Haus der Utopien. Das ist eine Videobox, eine Aufnahmestation. Und da war heute Michael Braungart drin. Wir hören mal rein. Ja, guten Tag. Ich bin Michael Braungart. Ich bin Chemiker, Verfahrenstechniker und seit 3 Jahren wieder zurück an der Leuphana-Universität. War vorher in Rotterdam an der Erasmus School of Management, um vor allem Geschäftsmodelle anzuschauen, wie man tatsächlich echte Stoffkreisläufe erreichen kann. Mein Thema ist Cradle to Cradle, von der Wiege zu Wiege zu denken. Traditionell denken die Leute von der Wiege zur Bahre, oder? Sie denken, dass sie die Umwelt schützen, wenn sie ein bisschen weniger Schweinereien machen. Fahr mit dem Fahrrad, reduziere deinen Fleischverbrauch, schütze die Umwelt, verbrauche weniger Wasser. Das ist gar kein Schutz, das ist nur weniger Zerstörung. Das heißt, meine Utopie ist es, die Dinge nochmal völlig neu zu denken. Nicht weniger schädlich zu sein. Wir denken, wir schützen die Umwelt, wenn wir mit dem Fahrrad fahren, dann zerstören wir aber nur ein bisschen weniger. Oder wenn wir Wasserverbrauch reduzieren oder die Müllmenge, schützt die Umwelt. Wir schützen gar nicht. Ich schütze mein Kind ja auch nicht, wenn ich es nur 5-mal schlage, anstatt 10-mal. Nein, es geht darum, die Dinge nochmal neu und anders zu denken. Und das bedeutet, alles nützlich zu machen, nicht weniger schädlich. Alle Dinge, die verschleißen, Schuhsohlen, Bremsbeläge, Autoreifen,
werden zugemacht, dass sie biologische Systeme unterstützen. Alle Dinge, die nur genutzt werden, wie Waschmaschinen, wie Fernseher, gehen als technische Nährstoffe in die Technosphäre. Es gibt also keinen Abfall mehr. Alles ist Nährstoff. Die Menschen können eine Chance für den Planeten sein. Sie können die anderen Lebewesen unterstützen. Wenn Menschen gemocht sind, wenn sie sich wertgeschätzt fühlen, selbst die Ärmsten der Armen sind immer großzügig und freundlich. Wenn Menschen Angst haben, wenn man sagt, es wäre eigentlich besser, es gäbe dich ja gar nicht, so wie der Club of Rome zum Beispiel dann sagt, es ist das Beste, keine Kinder zu haben, dann sind Menschen raffgierig und feindselig. Also man erreicht gerade das Gegenteil davon. Wir kommen dann zu einem bescheideneren Lebensstil, nicht deshalb, weil es uns irgendjemand vorschreibt und sagt, heute ist ein Veggie-Tag oder keine Einfamilienhäuser, sondern wir kommen zu einem bescheideneren Lebensstil, weil wir uns freuen, dass es den anderen auch gut geht. Das heißt, alles nochmal neu. Und das heißt, die Menschen als Chance zu begreifen, zu sagen, toll, dass du da bist und nicht, kannst du 10% weniger Schwein sein. Also, schön, dass ihr da seid und lasst uns daran arbeiten, dass dieser Planet eine Chance ist für 10 Milliarden Menschen. Vielen Dank. Wir haben jetzt ja auch 2 Frauen zu Gast, die definitiv eine Chance für ein interessantes Gespräch sind, nämlich zum einen Lana Idris und zum anderen Ferda Ataman. Lana Idris ist Geschäftsführerin von Amnesty International. Du hast aber auch eine ganz spannende Vergangenheit als Bankerin. Ja. Soll ich dazu ein bisschen mehr sagen? Kommt gleich. Ja, okay. Und neben uns sitzt auch noch Ferda Ataman, Journalistin, Publizistin und Medienkolumnistin. Und du bist tätig, oder hier gerade beim Basiscamp, im Hashtag utopisch teilen. Wie war denn dein Tag? Also voller Eindrücke natürlich. Und es macht total Spaß, sich einfach mal Zeit zu nehmen, nachzudenken. Genau. Und die Sonne schien. Also jetzt, ich will jetzt nicht zu weit ausholen inhaltlich. Ich glaube, wir kommen da gleich nochmal drauf, oder? Du kannst uns gerne nochmal einen kleinen Ausblick geben. Also bei utopisch teilen ging es natürlich um die ganz große Frage, wahrscheinlich denkt es jeder Workshop von sich, aber wir hatten die ganz große Frage, und zwar, wie es gerecht auf der Welt zugehen kann. Und dann mussten wir natürlich erstmal definieren oder klären, für wen eigentlich gerechter und wer soll teilen und was soll geteilt werden. Und dann haben wir uns relativ festgefahren in der Frage, was eigentlich geteilt werden soll. Sind es immaterielle Dinge oder nur materielle Dinge, also Eigentum und Besitz, oder eben auch Rechte, Freizügigkeit, Meinungsfreiheit und so weiter. Spannend. Und Lana, wie war dein Tag? Auch voller Eindrücke, fing ein bisschen hektisch an, wegen des Bahnstreiks, und hier war ich in dem Hashtag Wachsen. Und wir haben uns in erster Linie beschäftigt mit Marktökonomie, der Frage, wie immer, wie geht Wachstum auf einem endlichen Planeten? Wir haben uns über den Kotplunk unterhalten und wir haben gemeinsam eine utopische Zukunftsversion entwickelt. Und dann wurde ich rausgerufen, am spannendsten Moment. Und jetzt bin ich bei euch. Tut mir leid, aber es ist schön, dass du da bist. Genau, was da ist. Genau. Cliffhanger. Komm morgen nochmal. Ich gehe gleich raus und frage Fragen. Ich hoffe, die haben das geschafft. Ja. Ja, ich glaube, zwischen euch kann man eigentlich auch eine ganz spannende Verknüpfung machen. Du hast jetzt gesagt, du hast zum Hashtag utopisch wachsen gearbeitet, du zum Hashtag utopisch teilen, und du beschäftigst dich ja eigentlich in deiner Arbeit bei Amnesty International auch viel so mit Gleichberechtigung von Frauen, mit Menschenrechtsfragen. Wie geht sozusagen dieses Teilen, dieses Gerechtigkeitsmotiv zusammen mit der Wachstumsfrage? Wo ist da eine Verknüpfung? Und vielleicht so ein bisschen auch aus deiner eigenen Historie. Du hast ja diesen Ökonomie-Hintergrund und bist jetzt so ein bisschen in diese Gerechtigkeitsecke gewandert. Ich werde versuchen, das berühmte to cut a long story short. Also ich habe einen wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund, auch geisteswissenschaftlicher Jura, und habe eine Bankerkarriere hinter mir, 18 Jahre lang, und bin dann gewechselt zu Amnesty International. Aus dem einem Grund, weil ich das, was ich jeden Tag nicht mehr tat, nämlich die Reichsten der Reichen reicher zu machen, mit meinem Gerechtigkeitssinn keine Verbindung mehr hatte. Ich habe zu der Zeit die Hälfte meines Gehalts gespendet, um eine Gerechtigkeit herzustellen, aber die war natürlich individuell und nicht systemisch. Und dementsprechend habe ich dann den Schritt gesagt, okay, all das, was ich da gelernt habe, werde ich jetzt sozusagen auf der anderen Seite anwenden. Und
da beschäftige ich mich, was ich auch immer parallel getan habe, insbesondere mit der Teilhabe von marginalisierten Gruppen, nicht nur Frauen, aber gerade Frauen im Nahen Osten ist bei mir ein Schwerpunkt. Und das hat insofern damit zu tun, dass Teilhabe an einem Wirtschaftssystem, das verstehen wir ganz häufig nicht, besonders am globalen Wirtschaftssystem, für ganz viele Menschen nicht möglich ist. Und die Idee war prinzipiell die Teilnahme von Kontoeröffnung bis über eben Zivilgesellschaft darzustellen. Und das ist ja in gewissermaßen Teilen. Also ich teile meine Privilegien, gehe sozusagen in die Platzhalterposition. Und da hat es miteinander zu tun und wo es wahnsinnig viel mit zu tun hat, aber dann höre ich auf, ist natürlich die Verteilungsgerechtigkeit. Das sind andere nicht teilen, sondern Verteilungsgerechtigkeit. Und die, egal in welchem Menschenrecht, von 1 bis 30 liegt nicht vor auf unserer Welt. Oh, okay. Vielleicht, das klang jetzt ein bisschen, nicht pessimistisch, aber schon ein wenig die Richtung vielleicht. Wenn wir jetzt, Ferda, du beschäftigst dich intensiv wirklich mit, was in unserer Gesellschaft gerade passiert. Du bist tief in Geschichten von Menschen involviert. Was würdest du sagen, wie steht es gerade um den Hoffnung oder den Glauben an eine bessere Zukunft? Also ich glaube schon, dass gerade jetzt, gerade in der Pandemie, gerade in diesem wirklich ermüdenden Wahlkampf bei vielen Menschen ein Bedürfnis nach mehr als Realpolitik da ist. So. Und schon nicht nur den nächsten Schritt irgendwie zu überlegen und wer macht jetzt demnächst die Koalition auf und was steht dann da im Koalitionsvertrag, sondern schon die großen Fragen anzugehen. Wir hatten das ja, ich meine, da passiert eine Klimakatastrophe und wir reden dann schon über den größeren Kontext. Oder jetzt mit Afghanistan müssten wir unbedingt auch stärker über Migration reden und nicht nur über Abschottung, was jetzt der erste Reflex ist. So. Und ich habe das Gefühl, dass immer mehr Menschen verstehen, dass es wenig Sinn macht, immer nur in 5-Jahresplänen zu denken. So. Ich glaube schon, dass es ein guter Zeitpunkt ist für Utopien und ja, think bigger eben, so im Positiven, also wie sagt man, im ideellen Sinn. Und würdest du sagen, 5 Jahre ist da eine Zeit, in die man normal, regulär, perspektivisch in die Zukunft blickt? Also gibt es dann so eine Zeitgrenze, wo man sagt, zu diesem Zeitpunkt, bis dahin können wir gut oder sollten wir uns erstmal Gedanken machen oder sollten wir wirklich in die nächsten 100 Jahre direkt schauen? Wir müssen gar nicht 100 Jahre in den Blick nehmen, aber ehrlich gesagt schon in den nächsten 10 Jahren ist es nicht wahrscheinlich, dass der Migrationsdruck oder unsere Migrationspolitik, was ja ein militarisiertes Migrationsregime ist, wir ermächtigen uns zu sagen, wir haben hier Grenzen und wer da drüber kommt, den schieben wir zurück oder lassen ihn ertrinken oder was Frontex, unsere eigene Militärpatrouille von Europa macht, mit illegalen Pushbacks zurückschieben, so in den Tod teilweise. Das an sich wird in den nächsten Jahren nicht mehr funktionieren. Also es ist relativ ähnlich, ich habe das Gefühl, es ist gerade so ein bisschen so eine Konkurrenz zwischen, was ist drängend, sterben wir an der Hitze und der Klimakatastrophe oder sterben wir irgendwie an der, also andere an der Migrationspolitik oder wir am Rassismus. So, es ist gerade so ein bisschen ein dystopisches Ranking, aber man kann das eben auch utopisch wenden und sagen, okay, jetzt ist der Moment, wo wir uns überlegen müssen, wo wir in 10, 20 Jahren sein wollen. Ja, du hast es gerade schon gesagt mit so ein bisschen so, was ist eigentlich was könnte so eine Utopie sein? Jetzt gerade sehen wir wieder in Afghanistan, es wird irgendwie hart gefiltert, wer darf aus dem Land raus, wer darf es nicht unter solchen Bedingungen. Und ist eine Utopie denn eine, wenn wir mal auf so eine Weltgesellschaft gucken, eine Welt ohne Staatengrenzen, ohne Nationalitäten? Und was für andere Modelle gibt es da vielleicht auch jetzt gerade schon? Also ich denke so ein bisschen an so Big Data, Swapping von Arbeitskräften, was so ein bisschen auch unter Migrationspolitik ja manchmal gefasst wird. Sind das Utopien oder ja, was kommt da auf uns zu, wenn wir utopisch denken? Ich glaube, wir beide, oder? Ja, vielleicht fange ich kurz an. Also Aufhänger Afghanistan würde ich auch gerne noch mal aufnehmen. Wir sprachen heute Morgen, wie wir von Realia und Utopia. Und während wir uns mit Utopia beschäftigen, haben wir ein Realia, das deine Frage eigentlich auf nur eine mögliche Antwort gibt. Ne? Keine Grenzen. Also weil jetzt die Ortskräfte sogar laut Aussage der Bundesregierung nicht in dieses Land kommen werden.
weil keine Visa ausgeteilt worden sind. Und die Frage, die ja gerade auch die Kollegin gestellt hat, also ist das ein Migrationsdruck, den wir aushalten können? Und die Antwort ist nein. Aber ich würde noch sagen, wir wollen ihn auch überhaupt nicht aushalten und schon gar nicht in Utopia. Und deswegen ist der Moment absolut nicht nur richtig, er ist der letzte Moment, glaube ich, um da eine Entscheidung zu treffen. Ich befürchte aber auch, Entschuldigung, ich bin schon wieder in der Disputie, dass das nicht passieren wird. Nichtsdestotrotz die Frage auf die Grenzen ist eine Frage, die in Verbindung mit Big Data ja überhaupt nicht mehr zählt. Weil im Netz gibt es keine Grenzen. Es gibt auch keine geschlossen und offen. Ne? Also wir befinden uns in Settings, die völlig anders sind. Die dienen dem Kapitalismus, die sind eben genehm. Und dementsprechend sind wir Menschen gefragt, die in der gesellschaftlichen Grundordnung dort Grenzen zu setzen und weniger über die nationalen Grenzen. Aber ich glaube, wir sind uns da sehr einig, oder? Ja, also ich meine, das ist ein super Beispiel. Wenn ich eine Telefonhotline anrufe, dann lande ich nicht irgendwo in Hintertupfingen, sondern wahrscheinlich irgendwo in Indien oder sonst wo. Und rede aber trotzdem auf Deutsch oder Englisch mit Menschen und werde bedient und merke das nicht mal, ne? Dass es keine Grenzen gibt. Und eine Sache, ich glaube, wir vergessen einfach, also weil deine Frage war ja auch, müssen wir Nationalitäten abschaffen? Nein, aber wir haben ein Europa, das zumindest bis zur Pandemie die Grenzen abgeschafft hatte. Und wir haben selber zum ersten Mal gespürt, oder ich kann mich noch gut daran erinnern, als auf meinem Handy die Eilmeldung kam, ich glaube Seehofer oder die Bundesregierung stoppt, man darf jetzt Deutschland nicht mehr verlassen. Wie sich das angefühlt hat. Ich stand irgendwo in Berlin-Mitte und hatte das Gefühl, ich bin gerade eingeschränkt worden, obwohl ich überhaupt nirgendwo hin wollte, außer nach Hause. Und zu spüren, okay, das, was wir haben, das ist kein Grundrecht für alle, beziehungsweise es ist nicht selbstverständlich, dass es andere nicht haben. Und als es uns weggenommen wurde, haben wir sehr wohl gespürt, wie abartig sich das anfühlt oder unokay. Das muss uns, glaube ich, nochmal klar sein. Natürlich kann man dann trotzdem sagen, es gibt Territorien, in denen wird verwaltet. Das haben wir in Deutschland schon. Wir haben in Deutschland, also früher konnte man nicht von Bayern einfach nach Preußen ziehen, das kann man jetzt. Oder eben von Italien nach Berlin. Also nein, das war jetzt von Rom nach Berlin. Aber es geht durchaus, wenn man es möchte. Das ist utopisch schon weitergedacht worden. Vor ein paar 100 Jahren oder 50 Jahren hätten wir das für Europa nicht gedacht. Und das geht auch weltweit. Und trotzdem hat man dann von mir aus noch seine landestypischen Pässe, wenn es die denn noch braucht, aber die heißen halt einfach nur, dass man daherkommt und dass wer für einen verwaltungsmäßig zuständig ist. Seht ihr denn da irgendwie so eine Art utopisches Momentum in so einer Erfahrung? Also es ist ja auch eine Krisenerfahrung. Manchmal sagt man ja so, okay, man muss es selbst einmal spüren, so was du jetzt gerade gesagt hast, diese Grenze, plötzlich spüre ich das anders, dass auch meine Bewegungsfreiheit irgendwie eingeschränkt sein mag, obwohl mein deutscher Pass mich eigentlich sonst befähigt, mich sehr weit bewegen zu können. Welch großes Privileg. Und ist das irgendwie eine Art von Gelegenheitsfenster? Wir haben das vorhin schon kurz genannt, so um da jetzt reinzugehen. Und wie macht man das? Also es ist immer so die große Frage, ne? Aber so, irgendwie teilen wir diese Erfahrung und kann das umgesetzt werden in politische Wirksamkeit oder führt es nur noch mehr zu mehr Dichotomien, Aufspaltung von gesellschaftlichen Meinungen? Ja, ich glaube schon, dass ob es ein utopisches Momentum ist, aber es ist ein Momentum. Das ist definitiv da, weil ja immer, wenn eine groß genügende Masse zusammengekommen ist, um eine Situation zu beurteilen und der Schritt, der jetzt gemacht worden ist, nämlich prinzipiell alles zurückzulassen. Ich würde behaupten, dass die Mehrheit der Bevölkerung mit dem nicht übereinstimmt. Und da sind sich mal alle einig. Was allerdings die Frage ist, ob es ausreicht, dieses Momentum. Zivilgesellschaft ist hier gefragt, ganz klar. Gruppen wie wir und insbesondere auch im Rahmen einer Bundestagswahl dieses Thema nach oben zu bringen. Dann könnte daraus ein Momentum entstehen. Und das muss man dann aber eben gleich auch in den Gesetzesapparat einspielen, sonst wird es nicht funktionieren. Die andere Sache ist eben die Wahrnehmung der Menschen. Und ich glaube, dass selbst in den USA sind erstaunliche Ablehnungsraten diesen Schrittes gegenüber. Ich glaube, das Momentum kann man nutzen. Die Frage ist eben, ob es dann getan wird.
Und wir sehen ganz klein, also ein Anzeichen kann ich sagen, warum es vielleicht nicht getan wird, das ist natürlich, dass eben jetzt die Diskussion schon anfängt über, sind es Flüchtlinge, verdienen sie den vollen Schutz und allem drum und dran. Also wir hatten ein paar Tage ein Momentum sozusagen, wo ich das Gefühl hatte, dass die öffentliche Wahrnehmung sich gedreht hat. Und das ist Grundvoraussetzung dafür. Und dann kann das was werden. Wie können die Medien da unterstützen vielleicht? Ich würde vielleicht gerne noch einen Satz sagen. Ja. Damit das funktionieren kann, braucht es halt ein radikales Umdenken. Maya Göppel hat ja vorhin auch erklärt, dass es radikal an die Wurzel gehen muss. Und unser gesamter Blick auf Migration ist ja problemorientiert. Ich finde auch nicht, dass wir nutzwertorientiert drauf gucken müssen, sondern es ist einfach ein Grundrecht. Niemand darf niemandes Bewegungsfreiheit einschränken. Punkt. So, ich verstehe gar nicht, dass es so selbstverständlich uns erscheint, dass es anders ist. Und das heißt, selbst wenn es, dann hätte man nämlich auch das Problem nicht mehr. Es kann ja auch jemand nach Deutschland kommen, weil jemand findet, ich möchte halt hier leben oder ich verdiene hier mehr. Und viele dürfen ja auch deswegen herkommen. Und dann aber bei Geflüchteten zu unterscheiden nach, ist das jetzt wirklich Geflüchtete oder wollen die nur hierher, um ein besseres Leben zu bekommen? Pfui, vergessen, dass irgendwie Millionen, also wirklich unfassbar viele Millionen EuropäerInnen ausgezogen sind in die Welt, um dort ein besseres Leben zu haben. Medien können da sehr hilfreich sein oder beziehungsweise Medien tragen erstmal eine Verantwortung. Medien sind keine AktivistInnen. So, das muss man sich immer klar machen. Ich bin vielleicht schon eine in Teilen, aber also ich habe ganz klare Standpunkte, die würde ich immer vertreten. Aber Medien an sich sehen sich natürlich nicht als aktivistische Motoren oder Utopiemotoren oder so. Aber Medien tragen die Verantwortung dafür, viele Diskussionen, finde ich, und viele Perspektiven reinzubringen. Deswegen setzen wir uns als Neue Deutsche Medienmacherin immer dafür ein, dass wir sagen, es müssen eben weg von diesem eurozentristischen Blick sämtliche Perspektiven eingebracht werden, dann verändert sich der Diskurs. Und die sind ja da. Ist ja nicht so, dass wir in Deutschland nur rein teutodeutsche Perspektiven hätten. So. Und es wird immer besser, aber da ist, glaube ich, auch noch ein ganz schöner Weg zu gehen. Vielleicht nochmal auch so ein bisschen die Frage an dich, welche Rolle spielen die Medien? Kann man sich natürlich auch fragen, du bist jetzt Aktivistin, indem du bei Amnesty arbeitest, aber das ist ja auch eine alte NGO in dem Sinne, oder eine altehrwürdige, die irgendwie, glaube ich, in den 60ern gegründet wurde, reiht sich so ein bisschen ein in WWF, in Greenpeace, so eine der großen NGOs. Und das ist natürlich auch irgendwie so ein bisschen, habe ich mal das Gefühl, so ein eingespielter Mechanismus, ne? Von Kampagnen und Lobbyarbeit. Und sind das die Institutionen, in denen wir jetzt irgendwie Wandel schaffen? Oder liegen die vielleicht auch woanders? Das ist eine tolle Frage, weil du hast jemanden erwischt, der seit 2 Jahren bei einer NGO ist und durchaus auch auf die eigene Organisation einen sehr kritischen Blick hat. Und ich habe auch den Mut, das zu äußern. Wir haben dieses Jahr 60. Geburtstag und wir feiern den auch. Aber wir sind in die Jahre gekommen. Und die großen Organisationen haben mehrere. Und da komme ich eben als Organisationsentwicklerin aus der Unternehmensbranche sozusagen und gucke darauf und denke, wow, was für ein riesen Entwicklungspotenzial, formulieren wir es mal positiv, haben die NGOs noch. Ja, und wie wenig wurde auch an verschiedenen Stellen investiert. Da sind ungleiche Gegner unterwegs. Ne? Es fängt bei der Technik an und so weiter und so fort. Also Personalwesen und so. Dementsprechend und dann neben der ehrenamtliche Apparat, die berühmte Vereinsmeierei, auch das gibt es. Wir arbeiten daran. Das ist übrigens der Grund, warum ich hier bin. Irgendwo sind wir angeschrieben worden. Ich habe darauf reagiert, weil wir ebenfalls das Thema mit unserer Jugendorganisation Utopien und auch mit unserer Mitgliederkonferenz in diesem Jahr aufgenommen haben, um in den Erneuerungsprozess zu gehen und uns nicht mehr zu fragen, was wir dürfen, sondern was wir tun wollen und was wir tun müssen. Und das ist vielleicht auch eben die vorsichtig geäußerte Kritik. Ich glaube, dass wir da, weiß Gott, nicht alleine sind bei dem sich in Frage stellen, des sich Reflektierens. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt für Zivilgesellschaft. Weil sonst sind wir nämlich nicht die Aktivistinnen, über die ihr schreiben könnt, weil wir immer nur dasselbe machen, die nächste Kampagne und die nächste Petition. Aber da bin ich sehr hoffnungsfroh. Wir hatten gigantische Ideen, was wir alles noch auf die Beine stellen können in Zukunft. Also die Jugend ist sowieso der beste Resonanzraum, den man haben kann. Die nächste Generation wird es retten, yes. Hoffentlich. Wobei ich festgestellt habe, dass ich in manchen Fällen deutlich mutiger bin als Sie. Ja, und es lohnt sich auch mit allen zu sprechen. Also ich glaube, es ist ja irgendwie nicht nur ein jung, progressiv, alt, irgendwie verknort, so ist es nicht. Sehen wir auch hier, glaube ich, in dem Publikum ganz gut, in den Leuten, die wir hier so eingeladen haben. Das ist schon auf jeden Fall eine gute Mischung dabei, ist schön. Vor allem, es wird nur generationenübergreifend gehen. Eben. Also. Sonst wird es ein Generationenkampf und das wollen wir nicht. Es bringt viel mehr Spaß, generationsübergreifend. Und zwar in beide Richtungen. Und das haben wir ja heute ja auch gesagt. Ne? Das gehört dazu, ganz viel.
Gut, schön, dass ihr da wart. Vielen, vielen Dank. Wir machen jetzt einen kleinen Mindset-Wechsel. Cornelius macht jetzt was ich nicht kann, nämlich Social Media. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Wirklich sehr spannend. Und ich wechsle mal in mein Social Media. Machen wir mal ein bisschen bequem für die Medien. Ich mache mal Platz. So, zunächst einmal möchten wir uns bei euch bedanken, was ihr bei Rocket Chat schon alles gemacht habt. Da sprießen wirklich die Bilder nur so durch die Gegend und ihr teilt und teilt und teilt und teilt. Das ist großartig. Bei Rocket Chat werdet ihr jetzt auch noch mal eine Nachricht bekommen. Und zwar eine Einladung zum Digi-Diary. Das klickt ihr am besten an und macht da mit, denn das Digi-Diary ist eine hervorragende Möglichkeit, um noch mal ein paar Schlagworte herauszuholen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel eine spannende Diskussion hattet, dann schickt das beim Digi-Diary ein. Wenn ihr einen neuen Gedanken habt, dann schickt ihr den zum Digi-Diary. Wenn ihr das Endlevel sozusagen erreicht habt und die Idee, wie der Wohlstand im 21. Jahrhundert zu einem utopischen Momentum verwandelt werden kann, dann teilt das. Das könnt ihr nämlich machen als Sprachnachricht oder als Textnachricht, ganz anonym. Und dann sieht man da wirklich, was die Themen und Wörter der Stunde sind. Ganz hervorragend. Und jetzt bitte ich euch, einmal ein Handy rauszuholen, Endgerät, irgendwas, mache ich auch mal. Einfach mal rausholen. Ich gebe euch dafür eine Sekunde. Einfach einmal rausholen und dann klickt ihr auf Instagram oder auf Facebook, wie ihr wollt. Auch dafür gebe ich euch eine kleine Sekunde. So, und dann, ich versuche mal meinen Bildschirm mit euch zu teilen, gebt ihr ein, oben in der Suchleiste, Utopie-Konferenz. Utopie-Konferenz. Und wenn ihr dem Kanal jetzt noch nicht folgt, dann bitte ich doch stark, lade ich euch herzlich dazu ein, das zu machen, wenn ihr wollt. Denn das ist der Account, so wie auf Facebook auch, wo wirklich jetzt nochmal Bilder geteilt werden von der Utopie-Konferenz, wo wir Einblicke in eure Camps bekommen, in das Studio hier und wo wir natürlich auch noch viele, viele Inhalte teilen, die jetzt in den nächsten Wochen auch noch stattfinden. Also insofern folgt da unbedingt. Ich aktualisiere mal, ob da sich da schon was getan hat. So sieht der Kanal aus. Und ihr seht wirklich hier, also das solltet ihr nicht verpassen, die schönen Bilder hier, das Drohnenvideo, das haben wir noch gestern aufgenommen. Ganz, ganz spannende Hinweise, Veranstaltungstipps. Also folgt dem Kanal unbedingt. Und ich gehe jetzt mal wieder zurück, versuche hier elegant aus dem Stuhl aufzustehen und begrüße hier zurück, nämlich neben Johanna. Hallo Sven. Hey, hey. Schön, dass du da bist. Ahoi. Fast 24 Stunden ist es her, dass wir uns gesehen haben. Genau an diesem Ort. Ja. Wie war der erste Tag? Der war toll. Der war toll. Wir haben ganz viele Menschen gesehen. Das war für mich natürlich wahrscheinlich das Highlight jedenfalls des Sommers. Es ist sehr, sehr lange her. Wir haben hier so 60, 70 Menschen eingeladen im Basiscamp, die hier eben dem utopischen Momentum nachspüren, sozusagen als Ergänzung zu den 120 Utopie-Camps im ganzen Lande. Und würdest du sagen, dass wir der großen Frage, unter der die Konferenzwoche steht, schon einen kleinen Schritt näher gekommen sind? Ja, das kann ich im Einzelnen gar nicht so sagen. Ich habe vor allem sehr, sehr intensive Gespräche beobachten können. Also wir haben hier einige Beratungsinseln aufgebaut, utopische Inseln. Und ich habe dort gesehen, dass Casey Leonard mit Joe Kaeser im Gespräch äußerst intensiv und all den anderen, die noch dabei waren. Und das hat mich total ermutigt. Da hatte ich sofort das Gefühl, das hat sich hier alles schon gelohnt. Also sind der Frage näher gekommen, der Antwort vielleicht noch nicht. Nein. Ja, wir sind auf dem Weg. Ja. Wir haben ja jetzt sozusagen einen halben Tag hinter uns. Wir haben ja noch das Lagerfeuer vor uns und das, denke ich, das sollten wir auf jeden Fall noch abwarten. Und dann gehen wir morgen sozusagen in das Einsammeln der Ergebnisse. Und was würdest du sagen, was wäre jetzt noch wichtig für die Camps morgen zu wissen? Was wäre auch hier im Basiscamp vielleicht nochmal wichtig, dass man das jetzt nochmal anspricht, dass man da ein Auge drauf hat? Ich würde einfach sagen, die Energie des Abends, dieses ersten Tages auch morgen nochmal mitzunehmen. Also man muss sich ja am Beginn eines solchen Tages immer ein bisschen schubsen.
all die anderen Leute. Womöglich jetzt in den Utopiecamps sind es ja meist unbekannte Leute, auch tatsächlich, die sich das erste Mal gesehen haben, also unbekannt füreinander sind. Und da morgen früh wieder zu sagen, okay, ich gehe da rein, ich gehe da neugierig rein, es gibt wieder neue Ideen und möglicherweise ja auch Meinungen und Haltungen, die mir nicht so gefallen. Da nochmal einzusteigen, um sozusagen auch die Chance zu ermöglichen, mich selbst ein Stück zu verändern, neue Fragen mitzunehmen, das würde ich mir für morgen wünschen. Dann wird es ja meistens auch erst richtig spannend, wenn man da die Reibung hat. Absolut. Den inneren Wandel, die innere Transformation. Gut, dann habe ich gesehen, da drüben haben sich schon Maya Göppel und Richard David Precht eingefunden. Hallo, wir winken mal rüber. Schön, dass ihr da seid. Wir sehen uns so ein bisschen. Genau, dann gleich geht hier das Utopie-Studio weiter. Und wir haben mal für euch ein kleines Spiel vorbereitet. Liebe Maya, lieber Richard. Und zwar wie folgt, es gibt eigentlich nur eine Regel. Bitte nur in einem Wort antworten. Wir haben ja jetzt wirklich viele verschachtelte Sätze in diesen Konferenzen. Wir haben viele große Gedanken und jetzt wollen wir das versuchen, mal ganz klein auf den Punkt zu bringen. Insofern bitte ein Wort. Wir haben ein paar Fragen mitgebracht. Wir machen eine kleine Runde hier mal zum Aufwärmen. Kleine Proberunde. Eine kleine Proberunde. Es gibt 2 Probefragen. Parallel gleichzeitig. Ja, genau, das ist noch der wichtige Punkt. Also wer zuerst antworten will, antwortet einfach zuerst und die andere Person schließt sich an. Okay, seid ihr bereit? Wir machen mal eine kleine Aufwärmrunde. Aufwärmfrage Nummer 1. Lagerfeuer oder Kaminfeuer? Lagerfeuer. Auch Lagerfeuer. Schönstes Wort der deutschen Sprache? Gleichwohl. Wirklichkeit. Ja, wunderbar, Super. Das läuft doch. Dann können wir ja richtig loslegen. Die wichtigste Voraussetzung für utopisches Denken? Fantasie. Mut. Der größte Feind von utopischem Denken? Borniertheit. Jetzt kann ich ja nicht einfach Angst nehmen, aber es ist schon ziemlich binär, glaube ich. Gut, ich nehme Angst. Revolution oder inkrementeller Wandel? Beides. Schließe ich mich an. Ein Ort der Realutopie? Nochmal? Ein Ort der Realutopie? Na, Kopenhagen muss man jetzt ja fast sagen, ne? Ich glaube, der einzig wahre Ort der Realutopie ist das menschliche Bewusstsein. Das war mehr als einfach. Nein, menschliches Bewusstsein. Größter utopischer Denker oder größte utopische Denkerin? Oh, jetzt komme ich aber auch ins Wissenschaftliche, kommt drauf an. Auf die Zeit, auf die Perspektive. Wahrscheinlich Jesus, oder? Lass mal so stehen. Ein Wort. Eingeloggt. Naja, kein Superlativ von mir. Okay. Unterschätzt, ach so, letzte Frage, genau, nochmal kurz durchatmen, sammeln. Unterschätzter Aspekt, wenn es um ein besseres Morgen geht? Liebe. Du erst. Realitätssinn. Liebe. Wunderbar. Maya, für dich habe ich noch eine Sache. Luminalität oder Liminalität? Oh, schön. Illuminierte Liminalität. Wunderbar. Und eine Frage noch an euch beide. Wer ist denn euer Gast gleich im Utopie-Studio? Das ist die einfachste Antwort. Joe Käser. Wunderbar. Wir freuen uns sehr, dass ihr gleich das Gespräch eröffnet und den Rahmen setzt. Schön, dass ihr da seid. Und auch Sven, schön, dass du da warst hier bei uns. Das war es auch schon wieder mit dem Camp Magazine. Wir hoffen, ihr hattet eine gute Zeit, genauso wie wir. Ja, wir verabschieden uns. Wir sehen uns morgen hier zur nächsten Camp Magazin und letzten Camp Magazin Folge um 18:30 Uhr. Bis dahin jetzt viel Spaß noch. Genießt den letzten Tag morgen und jetzt das Utopie-Studio. Genau, wir machen jetzt 3 Minuten Pause und sehen uns in 5 Minuten wieder. Bis dahin.